dir mal kurz den Controllerbestand. PS5. Okay. PS4. Haben wir noch Xbox? Kauf kein. Okay. Gut. Und dann wollte ich dich noch was fragen. Und zwar, was soll der Mist? Seit wann verkaufe ich Pokémon-Karten in dem Laden? Ach so, das macht jetzt jeder. Okay, und was sind die? Für wie viel verkaufe ich die? Und das kaufen die? Ja, okay, machen wir. Klar. Gute Idee. Hi, ich hab doch gewusst, ich hab was gehört. Willkommen in meinem Laden. Ja, komm her. Willst du dich hinsetzen? Was zu trinken oder so? Nein. Okay, cool. Alles cool. Was verschafft mir die Ehre? Ach ja, du hast den neuen Laden gesehen, ja. Wir verkaufen jetzt ein paar Games. Hast du Interesse? Bist du Gamer? Cool. Also, wir verkaufen eigentlich alles an Spielen, was man quasi nicht online kauft. Also, wir haben noch PS4-Spiele, alte Retro-Spiele, PlayStation 1, 2. Was dir so. Wir können auch Sachen bestellen, na klar. Worauf hast du denn Lust heute? Ach so, du suchst ein paar Retro-Sachen. Ein paar Retro-Sachen, ja klar. Ja klar. Klassiker auch, natürlich. Pass auf, ich könnte dir was zusammenstellen. Und dann komme ich nochmal nach vorne und wir schauen uns das gemeinsam an. Ich müsste bloß kurz wissen, willst du auch was Portable-mäßiges? Also spielen unterwegs, so für Zug, Beifahrer im Auto, Bus, solche Sachen. Ja, cool. Dann bin ich gleich wieder für dich da und zeig dir einfach alles, was ich gerade so habe, okay? Okay, lauf nicht weg. Okay, da bin ich wieder. Ich habe ein paar Spiele mitgebracht. Vorab die Frage, bist du im Besitz einer PlayStation 4? Das ist ganz wichtig. Super. Ich dachte es mir nämlich, du siehst nämlich aus wie ein PlayStation-Spieler. Und zwar müsste ich dich da noch fragen. Hier. Bist du im Besitz eines zweiten Controllers? Ja, dass du einen ersten hast, ist mir klar. Aber du brauchst einen zweiten. Warum? Natürlich, damit das Gaming nicht unterbrochen wird. Und zwar, wenn du einfach zockst und die Zeit verlierst und irgendwann die kleine Batterieleuchte kommt und sagt, ja, lad mich doch mal. Dann bist du vielleicht gerade mitten in einem wichtigen Spiel. Und damit du das nicht unterbrechen musst, brauchst du einen zweiten Controller, der in der Zeit geladen ist. Wir haben hier ein Klassikmodell, natürlich die typischen R1, R2 Knöpfe, die PlayStation-typischen Knöpfe. Und unsere Modelle haben zusätzlich noch eine kleine Grip-Unterstützung. Das ist einfach für die Haptik viel besser, denn der Standard-Grip der PS4 hatte mal ein bisschen zu wünschen übrig gelassen, darum haben wir die bestellt. Ist ein kleiner Kundenservice bei uns, kostet nichts extra. Wenn du Interesse hast. Okay, ich lege ihn einfach mal, ich lege ihn da drüben hin. Du überlegst und wir sprechen uns nachher am Ende nochmal, ob es vielleicht was für dich wäre. Aber ich sag nur so viel. Ist ein Lifesaver in jedem Game. Okay, ich lege ihn erstmal weg. Gut, PlayStation 4. Ich habe da ein paar Games, die dich vielleicht interessieren könnten. Wenn wir mit Retro anfangen, darf dieses Game nicht fehlen. Wir haben nämlich Crash Bandicoot. Alle 3 Versionen in einem Spiel. Die Insane Trilogy. Und die Insane Trilogy ist wirklich insane, denn das Game ist sehr schwer. Ich denke, jeder, der eine PlayStation 1 hatte, der kennt dieses Game. Wie gesagt, es gibt 3 Vollversionen, mehr als 100 Spiele. Und es ist einfach ein Jump'n'Run-Game, was seinesgleichen sucht. Du kannst es alleine spielen.
Klassiker. Du spielst hier diesen kleinen, verrückten, aber irgendwie niedlichen Hauptcharakter und kämpfst dich von Level zu Level und hast wirklich eine Menge Spaß und sehr, sehr witzige Cutscenes sind mittendrin. Also ist was zu lachen, ist was zum Spielen. Einfach ein Abenteuer. Okay, ist was für dich. Ah, du kennst den, ja. Ja, wenn du es aus der PlayStation 1 kennst. Auch hier gibt es einfach neue Sachen zu entdecken und es ist super, super spannend. Soll ich es zur Seite legen für dich? Okay, cool. Gut, was haben wir noch? Klassiker. Spider-Man. Jeder liebt Spider-Man. Liebst du Spider-Man? Oder? Ja, du liebst Spider-Man. Ich sehe es ja. Okay. Einfach auch ein super gutes Action-Adventure gewesen. Man spielt natürlich als der Spider-Man Peter Parker und trifft auf alle klassischen Comic-Bösewichte auch aus den Filmen. Und es ist einfach eine unglaublich runde Geschichte. Man denkt, man kennt Spider-Man und die Geschichte drumherum, aber es ist wirklich ein sehr, ja, guter erzählerischer Weg gewesen. Es hat super viel Spaß gemacht und man kann auch für Leute, die ein bisschen mehr Hardcore-Gamer sind, auch unglaublich viele Sachen grinden, denn es gibt nicht nur diesen Spider-Man. Also diese Spider-Man-Kostüme, man kann verschiedene Spider-Man-Kostüme mit der Zeit freischalten, sich erspielen, Fähigkeiten erspielen, also es hat viele Rollenspielcharaktere mit drin und ist dabei auch trotzdem noch, man kann sagen, innovativ und es wurde eigentlich von allen Kritikern damals gelobt und sollte in keiner Sammlung fehlen. Habe ich dich gecatcht, ja? Glaub mir, damit wirst du eine Menge Spaß haben. Super gutes Game. Ich lege es schon mal zur Seite. Wir haben natürlich noch andere Games da. Ich müsste noch wissen, bist du eher so Shooter oder Adventure? Magst du Rollenspiele, storylastige Games? Storylastig, okay. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zu viel ist, aber eine kleine Empfehlung von mir ist dieses Spiel Final Fantasy 10 und 10.2, also 12, könnte man fast sagen. Aber ja, lass mich kurz auf Final Fantasy eingehen, denn Final Fantasy ist von dem Zeichenstil her, von dem, was man sieht, sehr, sehr japanisch, sehr auch Anime und ja, nicht für jeden was. Aber die Storys sind immer, eigentlich fast bei jedem Spiel, unglaublich tief und unglaublich gut. Also, ich kann dir nur so viel sagen, das war eines der besten Final Fantasies. Und ich habe es damals schon gespielt auf der PlayStation. Lass mich lügen, auf der PlayStation 2 war das, glaube ich, damals noch. Das ist eine Remastered-Version für die PlayStation 4. Das heißt, du hast auch ein bisschen besseres Grafikerlebnis und angepasste Cutscenes. Es ist unglaublich gut. Es ist eine Liebesgeschichte. Es ist eine Geschichte von Leben und Tod. Es hat viel mit Religionen zu tun. Und ja, das Ende ist auch sehr, sehr, sehr verblüffend. Und ich weiß gar nicht, wie ich dir etwas darüber erzählen soll, ohne dich zu spoilern. Ich sage dir einfach, es ist eine Empfehlung von mir. Wenn du dir die Zeit nehmen willst, ich weiß gar nicht, wie viele Spielstunden hier drin sind, aber du kommst bestimmt auf. Also nur den 10er Teil bist du bestimmt über 100 Stunden beschäftigt. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber es ist wirklich ein unglaublich gutes Spiel. Hat meine Jugend
das was für dich ist, wenn du ein Final Fantasy Freund bist oder es kennst. Schau es dir mal an. Der 7er Teil kam ja auch remastered für die PlayStation 5 und erfreut sich großer Beliebtheit. Klar, ich habe noch mehr für dich. Ich schau mal rein. Auch ein unglaublich gutes Spiel gewesen ist. Dieses Spiel. Tom Clancy's The Division. Ich muss nachher deinen Ausweis prüfen, wenn wir dir das verkaufen wollen. Du siehst, ja klar, du siehst volljährig aus, aber ich kann dir mal vorlesen. Fällt die Gesellschaft, stehen wir auf. New York City heute. Eine beispiellose Pandemie hat die uns bekannte Gesellschaftsordnung zum Einsturz gebracht. Die einzige Hoffnung bist du. Ein Agent von The Division. Aktiviert, um zu retten, was zu retten ist. Dieses Game ist also es war in der PS4-Zeit ein Multiplayer-Spiel, ist es auch immer noch, jedoch ist natürlich die Spielerzahl gesunken, es gibt schon einen zweiten Teil, muss ich dazu sagen, aber der erste Teil war storytechnisch noch auf einem höheren Level. Wie gesagt, es bist in New York City, du kämpfst mehr oder weniger für dich alleine, du hast bestimmte Basen, die noch von der Regierung gehalten werden und du versuchst Menschenleben zu retten, weil viele natürlich die Pandemie ausnutzen, um Verbrechen zu begehen. Es gibt terroristische Gruppen etc. pp. Ist ein cooles Game. Was hier wieder sehr auffällt, ist der Rollenspielcharakter. Neben dem, dass es natürlich ein Shooter ist, kann man sehr viel machen. Man kann Waffen optimieren, bestimmte Sachen sozusagen grinden, also sehr viel Zeit investieren, um ein bestimmtes Teil zu bekommen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist wirklich ein guter Zeitvertreib. Es ist nicht zu anspruchsvoll im Sinne von, du musst dich jetzt wirklich konzentrieren. Natürlich, umso schwerer es wird, umso mehr musst du dich konzentrieren. Aber ist auch eine Empfehlung von mir. Einfach mal reinschauen. Über den Preis können wir nachher sprechen. So, ich kann dir noch ein Game empfehlen, das aktuell wieder in aller Munde ist. Und zwar Destiny. Destiny wurde damals entwickelt als eine Art Sci-Fi-futuristischer Shooter mit extremen Rollenspielcharaktere. Du kannst hier verschiedene Klassen spielen. Zum Beispiel den Jäger, den Titanen, den Hexer, den Warlock sozusagen. Und spielst in einer futuristischen Welt und erwachst dort zu neuem Leben. Es gibt schon ein zweites Destiny, aber was dieses Destiny besonders macht, ist eben, dass du auch für den zweiten Teil dich vorbereiten kannst, indem du dieses Spiel spielst. Und wenn du dann Interesse hast, steigst du einfach in die Welt von Destiny 2 ein und bist quasi schon mit dem Mindset drin. Denn viele Dinge, die in Destiny 1 passiert sind, haben Einfluss auf Dinge, die in Destiny 2 passiert sind. Charaktere kommen wieder, Bösewichte kommen wieder. Und genau deswegen ist es vielleicht, oder gerade deswegen ist es wichtig, Destiny 1 zu kennen, um in Destiny 2 zu spielen. Und ich kann dir nochmal kurz vorlesen, worum es in Destiny 1 ging. Das nächste große Abenteuer im Destiny-Universum. Hier drin hast du das Basisspiel, die Erweiterung, die Dunkelheit lauert, die Erweiterung Haus der Wölfe und die Erweiterung Destiny, König der Besessenen. Oryx, König der Besessenen, ist mit einer unheilvollen Armee in unser Sonnensystem eingedrungen, um Rache an den Hütern, also dir, zu nehmen, die seinen Sohn Crota bezwungen haben. Crota ist ebenfalls ein Endboss in Destiny, den du dort kennenlernen wirst. Finde einen Weg in sein uneinnehmbares Grabschiff und besiege den König der Besessenen.
bevor er mit seiner dunklen Armee unsere Zivilisation verschlingt und unser Sonnensystem vernichtet. Ich kann nur so viel sagen, Destiny 1 war ein Game, in das ich sehr viele Stunden gesteckt habe und auch fast mein Studium geschmissen habe, weil ich ein bisschen zu sehr darin festhing. Ich erinnere mich noch an Tage, wo ich versucht habe, das Schloss mit anderen Spielern zu stürmen. Und bestimmt 8-9 Stunden am Tag versucht habe zu verstehen, wie es funktioniert. Denn das Coole an Destiny ist, du bist nicht allein verantwortlich. Du kannst bestimmte Dinge nicht alleine tun. Und musst dann mit anderen arbeiten, absprechen, bestimmte Reihenfolgen kennen, um bestimmte Sachen zu aktivieren. Zum Beispiel muss man bestimmte Plattformen erreichen und das in einer gewissen Reihenfolge und das geht eben nur in einem Team und ist ein super Spiel gewesen. Und Destiny 2 genauso. Ich würde dir empfehlen, probier es aus, wenn du Interesse hast und dann steht dir die Welt von Destiny 2 offen. Ja, okay. Gut, dann haben wir erstmal die ersten Spiele. Crash Bandicoot, Spider-Man, Final Fantasy, ja oder nein? Echt? Cool. Division. Division nicht. Finde ich in Ordnung. Musst du nicht, richtig. Und Destiny. Sehr gut, okay. Dann sind die Spiele schon mal safe. Ich trage sie kurz ein. Da es Retro-Games sind, aber jetzt nicht besonders wertvolle Retro-Games, würde ich dir als Angebot schon mal sagen, der Controller. Nein, okay. 40 €. Wären wir jetzt. Ist noch Luft nach oben. Okay. Du hast gesagt, du möchtest gern von unterwegs spielen. Da habe ich das Perfekte für dich. Und zwar haben wir das heute nochmal reinbekommen. Ein Nintendo 3DS. Die Nintendo 3DS wurden, ja, sehr gehypt. Nicht zuletzt aufgrund des Touchpads und der 3D-Variante, die irgendwie aussieht, als würde man hinten auf eine Cornflakes-Schachtel schauen. Aber was cool ist eben, dass du 2 Monitore hattest. Das heißt, du konntest hier spielen und hier konntest du für das Spiel Informationen aufrufen. Zum Beispiel hier waren dann deine Tränke oder deine Minimap und hier konntest du das Spielgeschehen verfolgen. Genau, wir haben die Edition in diesem wunderschönen Rot. Hier hinten hast du den Kartenslot. Die Spiele sind genauso groß, eben wie eine Karte. Einfach reinklicken, wieder rausklicken, reinklicken, rausklicken. Super einfaches System. Genau. Und die Dinge haben einen unglaublich guten Akku gehabt. Das heißt, sie haben lange gehalten. Du hast einen Klinkenanschluss für Kopfhörer. Ein Power-Button, der dann das System aktiviert. Ganz normal. Genau. Genau, hier schalte ich die mal an. Wir haben hier verschiedene Menüpunkte, Einstellungen und wie schon gesagt, hier unten kannst du das Ganze beobachten und hier oben hast du dann den Shop. Geht über das Touchpad auch wieder auszuschalten. Sehr einfach, sehr gut zu handhaben. Was es noch hat, ist einen kleinen Stift.
Zeichenprogramm. Also das war schon ein sehr innovatives kleines Gerät. Und passend dazu habe ich natürlich auch Spiele, wenn du Interesse hast. Hast du? Okay. Dann empfehle ich dir das erste Spiel, das auch hier drin ist. Und zwar Monster Hunter 4 Ultimate. Sagt dir Monster Hunter was? Nicht? Okay, krass. Nicht, gar kein Problem. Monster Hunter spielt in einer Welt, die, wie man sich bestimmt fast denken kann, bewohnt wird von Monstern. Verschiedene Monster, sehr große, sehr kleine, es gibt Drachen, es gibt Echsen, es gibt alles Mögliche. Und du kannst diese Welt eben erkunden, Story-Missionen abschließen und als Jäger, der du bist, hast du verschiedene Arten von Waffen. Du hast eine Jagdgilde, du hast Orte, an denen du sozusagen deine Jagden mit Belohnungen einholen kannst. Dann schaltest du neue Waffen frei. Es ist ein sehr grindy Game, aber es ist halt sehr abwechslungsreich. Die Bosse haben verschiedene Angriffsmuster. Du musst dich halt auf alles einstellen und ja, es macht einfach Spaß, diese Items freizuschalten. Ich hing stundenlang an dem Game und ein kleiner Tipp von mir, wenn du das Game nicht haben möchtest und trotzdem mobil etwas spielen möchtest, es gibt auch ein Monster Hunter für das Mobiltelefon. Ja, tatsächlich, ich bin süchtig danach, also ich bin bestimmt schon Level 100 oder so und es macht super viel Spaß, es ist super grindy und immer cool, wenn man mal irgendwie auf eine Bahn oder einen Bus wartet, mal Handy raus spielen. Aber nichtsdestotrotz sind solche Vollpreistitel natürlich immer viel besser, wenn man viel mehr Möglichkeiten hat und du kennst ja Mobilgamer, viele In-App-Käufe. Genau. Okay, wäre das was für dich? Klar. Cool, Mann. Cool. Du wirst nicht bereuen, auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir noch zu zwei anderen Klassikern, die ich für dich rausgesucht habe, denn du bist ein Klassikfreund, ich sehe das. Und zwar als erstes New Super Mario Bros. Genau, Super Mario Bros. Klassiker. Luigi, Mario, retten Prinzessin Peach, Klassiker. In der 2D-Welt, du kannst wachsen, du kannst schrumpfen, du kannst Feuer spucken als Mario, alles, ja, wie gehabt, würde ich fast sagen. Ist ein super Game, super abwechslungsreiche Level. Mit Super Mario macht man nie irgendwas verkehrt. Es ist leider, was heißt leider, es ist so. Man macht nichts verkehrt, wenn man ein Mario-Game spielt. Und das Coole an diesem Game ist auch, dass du die Möglichkeit hast, mit anderen DS-Spielern, falls deine Freunde einen haben wollen, zu spielen. Beziehungsweise kannst du deinen Freunden auch einfach sagen, sie sollen hier in den GameStop kommen und eins kaufen. Hast du Bock? Ja, okay, gut. Dann habe ich hier noch für dich Super Mario 3D. Ja, genau. Man hat hier das klassische Mario genommen und in eine 3D-Welt gepackt. Für den DS auch sehr interessant, weil du eben mit den zwei Monitoren die 3D-Welt anders erkunden kannst. Du kannst auf eine 2D-Art schauen, auf eine 3D-Art schauen, du kannst bestimmte Winkel. Ist eine super coole Idee gewesen und bringt nochmal ein bisschen mehr Innovation rein. Zusätzlich hast du natürlich auch im Gegensatz zu dem alten Mario, der eben durch Pilze größer geworden ist oder ähnliches, noch andere, ich nenne es mal Verwandlungsmöglichkeiten für Mario. Ja, ist super spaßig. Ich empfehle es dir auf jeden Fall. Ja. Cool. Cool. Dann, wenn du den DS nimmst, würde ich dir fast sogar als alten Mario-Fan, der du bist, anraten, so eine kleine Tasche mitzunehmen. Ja, die kostet wirklich nicht viel und gibt eben hier einen Slot für dein 3DS. Und zusätzlich kannst du hier, wie hier schon gezeigt,
Und ich denke, die Ladies stehen drauf, wenn sie sehen, dass du Super Mario Fan bist. Okay, dann haben wir eigentlich soweit alles. Ich würde sagen, mit dem DS, dem Case, den 3 Spielen und den PlayStation 4 Sachen. Ja, machen wir 150, würde ich sagen. Okay, cool. Und wie wär's mit ein paar Pokémon-Karten? Okay, schade. Gut, ich pack's dir ein, komm gleich nochmal zu dir und du kannst dich hier noch kurz umsehen, okay? Ja, gerne, immer wieder gerne, immer wieder gerne. Ich hatte viel Spaß dabei.